In vielen Videos habe ich erwähnt, dass wir unsere Filter auf unseren Prüfständen prüfen und validieren. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit in unser Prüffeld und zeige euch, wie unsere Filter erprobt werden. Und damit herzlich willkommen in unserer Hengstgarage. Mein Name ist Kai und ich gebe euch heute mal einen Einblick, wie Filter entwickelt und erprobt werden. Bevor wir auf unsere Prüfstände eingehen, klären wir erstmal, warum wir die Prüfstände überhaupt brauchen. Wie entsteht überhaupt ein Filter? Ganz am Anfang werden die Filter gezeichnet im CAD-System, die werden entworfen und dann kommen wir irgendwann zu der Phase, dass wir Prototypen aufbauen. Diese Prototypen sollen schon sehr seriennah sein und auch eine gewisse Funktion erfüllen. Und wenn wir bei der Funktion angelangt sind, dann kommen unsere Prüfstände ins Spiel. Denn wir wollen mit den Prüfständen simulieren, ob die Filter, die wir aufgebaut haben, auch den Anforderungen im Feld gerecht werden. Das heißt, wir simulieren mit unseren Prüfständen all das, was dem Filter nachher am Motor passiert. Ich stehe hier vor unserem Prüfstand. Mit diesem Prüfstand haben wir die Möglichkeit, verschiedene Volumenströme zu testen. Das bedeutet, im Einsatzfall wird der Filter, in diesem Fall ein Ölfilter, mit Öl durchströmt. Und der Prüfstand ist in der Lage, Ölvolumenströme bis zu 400 Liter pro Minute zu simulieren. Das ist natürlich eine harte Anforderung, insbesondere für unsere Ölfilter, aber das muss auch ein Filter aushalten, wenn er von der Anwendung her so hoch belastet wird. Hier haben wir mal ein Beispiel, wie das Ganze aussehen kann. Für unsere Erprobung nutzen wir immer die Gehäuse, die auch im Motor verbaut werden, denn das ist der realistischste Fall, den wir überhaupt haben können. Das heißt, das ist das Modul, so wie es an dem Motor eingesetzt wird, und dann wird die Zuführung vom Öl und der Ablauf adaptiert. Wir adaptieren Messleitungen für den Druck, für die Temperatur, um alle Daten, die der Filter nachher liefert, aufnehmen zu können. Die Prüfstände spielen bei der Entwicklung von Filtereinsätzen eine Riesenrolle. Denn hier decken wir Schwachstellen an unseren Produkten auf und können diese optimieren, bevor sie in Serie gehen. Das bedeutet für euch, ihr bekommt von Hengst geprüfte Qualität, die den OE-Anforderungen entspricht. Den Prüfstand, den wir hier sehen, der ist für ganz essentielle Messungen, und zwar die Staubaufnahmekapazität und die Filtereffizienz. Das heißt, dieser Prüfstand ist in der Lage, die Schmutzpartikel, die im Öl sind, die wir hinzugeben, in der Größe zu messen und auch in der Anzahl. Und anschließend wird darauf die Staubaufnahme und die Effizienz der Filter ermittelt. Da brauchen wir uns natürlich auch nichts vormachen. Das Unterhalten eines solchen Prüffelds ist nicht ganz günstig. Der Prüfstand, den ihr hier seht, der liegt bei ca. einer halben Million Euro und eine Messung auf dem Prüfstand liegt bei einem Kostenfaktor von ungefähr 1000 bis 1500 Euro pro Messung. Wir haben uns jetzt einige Prüfstände angesehen zur Durchströmung von Filtern, zur Staubaufnahme, zur Effizienz von unseren Filtern. Aber wir wollen die Filter natürlich auch unter realistischen Bedingungen prüfen. Das heißt, hier haben wir einen Prüfstand, der alles vereinen kann. Hier haben wir die Durchströmung des Filters, wir können die Temperatur variieren, wir können Schmutz zugeben und wir haben sogar Vibrationen. Das heißt, hier prüfen wir so, wie der Filter auch am Fahrzeug belastet wird. Sehr, sehr realistisch. Ich hoffe, euch hat der Einblick in unser Prüffeld gefallen und ihr habt nun ein bisschen gelernt, wie wir unsere Produkte, unsere Filter erproben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie dann dort. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengstgarage.